backlash written on me. Card rubbing on a glass bowl, I've been ballin'. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written on me. Cold running from the pole, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. I got the backlash written on me. Card rubbing on a glass bowl, I've been ballin'. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written on me. Cold running from the pole, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. Yeah, come and get it, pockets ticking for my riches now. Yeah boy, counting commas in my kitchen now. Yeah, Colorado ain't my region now. But now I'm headed out there anyhow. Set it up like I'm headed out for the big amount. Shoot it up like I'm heading up for the pictures now. How many people could do it the way I did it now? I really mean it, I feel like the only one around. Whoa, while I'm at it, I ain't kidding, I won't have it. Try and wait for me to slip, I ain't no Bambi. I'll be center in a ring. Tja, das war im wahrsten Sinne des Wortes Multiroom und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Euch beim Aufstehen von eurer Lieblingsmusik wecken lassen, die euch dann bis zum Verlassen des Hauses durch jeden Raum begleitet. Das geht und im Falle von GGMM könnt ihr sogar eure Musik mit nach draußen nehmen mit dem portablen E5 Speaker. Das TechLove Review findet ihr in der Infobox verlinkt. Aber heute geht es nicht um den E5, sondern um ein anderes Mitglied der Multiroom-Familie von GGMM, nämlich um diese Dinger hier. Darf ich vorstellen? Der E3. Ich nenne ihn jetzt aber lieber E3, weil das TH sonst in den nächsten Minuten wohl meine Zunge verknotet. Der E3 ist ein stationärer Speaker aus dem Hause GGMM. Bedeutet, er hängt am Stromkabel. Im Gegensatz zum E5 ist er also nicht portabel. Dafür konnte er etwas voluminöser gestaltet werden, was sich natürlich auch auf die Klangtiefe auswirkt. Darüber hinaus bekommt er eine LED-Anzeige spendiert, welche euch die Uhrzeit und die Lautstärke anzeigen kann. Außerdem gibt es auch eine Weckerfunktion. Auf der Oberseite findet ihr dann ein Knöpfchen mit einem Herzen darauf, zu dem wir gleich kommen. Ein Play-Pause-Favoritenknopf, eine Skip-Taste, die Lautstärke-Wippe und ein Power- bzw. Modus-Knopf. Der E3 kann nämlich in verschiedenen Modi genutzt werden. Das blaue Licht zeigt verwirrenderweise an, dass sich das Gerät im WLAN-Modus befindet, weiß ist dann Bluetooth und grün ist für den AUX-Modus. Denn ein AUX-Eingang befindet sich ebenso wie ein USB-Anschluss auf der Rückseite. Dieser ist jedoch dazu gedacht, eure mobilen Gerätschaften aufzuladen. Für den Nachttisch eine super praktische Sache, so spart man sich das Gefummel an der Steckdosenleiste. Apropos Nachttisch, das Gerät sollte eigentlich meinen Radiowecker ersetzen, der hatte zwar bei weitem nicht so einen guten Klang, dafür aber eine rote Displayanzeige. Der E3 kann nur grün und das empfand ich bei Dunkelheit als, zu hell. Die Anzeige lässt sich aber mit wenigen Tastendrücken deaktivieren. Kommen wir jetzt aber zur eigentlichen Sache, der Multiroom-Funktion. Ihr könnt nämlich gleich mehrere E3-Speaker miteinander verbinden. Und GGMM war so freundlich, mir gleich 3 Geräte zur Verfügung zu stellen. Und das ist neben diesem weißen und schwarzen Modell auch dieses blaue Modell hier vorne. Und ich bin immer ein Freund von farbenfroher Technik, denn graue und weiße Geräte, die gab es jetzt wirklich lange genug. Ihr könnt die E3-Speaker dann also beliebig in eurer Wohnung oder in eurem Haus verteilen, im Badezimmer, im Wohnzimmer, wo auch immer ihr das Ding dann stehen habt. Und in der App, die ihr sowieso zum Bedienen des Gerätes braucht, könnt ihr ihnen dann auch verschiedene Namen geben, also nach dem Raum benennen, wo es gerade eben steht. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, auch ein Stereo-Part zu erstellen. Ihr könnt also beide Speaker beispielsweise auf dem Sideboard im Wohnzimmer nebeneinander stehen haben und macht dann aus dem einen den Speaker mit dem linken Kanal und aus dem anderen den mit dem rechten Kanal. Und so habt ihr am Ende echten Stereo-Sound. Übrigens, auch der E5 ist Mitglied der E-Familie und kann mit dem E3 verbunden werden. So könnt ihr ganz bequem in der Wohnung Musik vom E3 spielen und müsst sie nicht unterbrechen, sobald ihr euch zum Beispiel auf den Balkon setzt.
Und obwohl die App eigentlich recht simpel funktioniert, sofern man sich einmal einen Überblick verschafft hat, seid ihr nicht immer auf euer Smartphone oder Tablet angewiesen. Bis zu 6 Radiosender lassen sich per gedrückter Play-Pause-Taste abspeichern und später ganz ohne die App mit der Herztaste auswählen. Wenn jetzt noch per Update eine Sendernummer auf die LED-Anzeige geworfen werden könnte, das wäre perfekt. Was ist nun mit dem Klang und damit einem der wichtigsten Punkte bei so einem Speaker? Der ist wirklich gut. Für 100 € bekommen wir ein sehr ausgewogenes und doch echt kraftvolles Gerät, was wirklich laut werden kann. Viele Bässe, die erst im oberen letzten Drittel des Lautstärkebereiches reduziert werden. Das heißt, dass ihr bei hoher Lautstärke die Bässe ein bisschen weniger wahrnimmt als im mittleren Lautstärkebereich, was aber nicht schlecht ist, denn ein scheppernder Bass ist auch nicht schön. Vergleiche ich den E3-Speaker jetzt mal mit einem Sonos Play One, gut, dann ist der fast doppelt so teure Lautsprecher gerade im Bassbereich dann doch echt kräftiger. Allerdings sollte das nur Leute stören, die auch wirklich sehr bassbetonte Musik hören, und dann muss man sich überlegen, ob da der Play One auch die richtige Wahl für ist. Der E3 überzeugt also, was die Lautstärke angeht, der Bass scheppert und kratzt nicht und ist trotzdem deutlich spürbar, und er lässt vor allem auch noch Raum für die Höhen. Der E3 darf als raumfüllender Klangzwerg bezeichnet werden, der sich auch optisch durch sein modernes Design und die verschiedenen Farben optimal in die eigenen 4 Wände integrieren lässt. Die Tatsache, dass die GGMM-Speaker im Vergleich zur teureren Konkurrenz wie Sonos oder Bose verhältnismäßig günstig sind, ermöglicht es euch, direkt 2 bis 3 Räume gleichzeitig mit den Speakern zu bestücken. Für die Mehrheit da draußen ist die Power des E3 mehr als ausreichend. Ich habe mittlerweile 4 Speaker im Haus verteilt und seitdem läuft auch wieder mehr Musik in meinem Leben. Zum Schluss noch einmal aufgepasst, denn wer sich über Amazon den E3 bestellt, kann jetzt bis zu rund 25 € sparen. Einfach beim Bezahlvorgang den Code TECHLOVE eingeben und ihr bekommt den blauen E3 für 69,99 € und alle weiteren Farben für 74,99 €. Den Produktlink findet ihr in der Infobeschreibung. Danke für die Unterstützung durch GGMM. Sollten wir in den nächsten Monaten die 1000 Abonnenten knacken, dann seid gespannt, denn im Paket, welches GGMM mir geschickt hat, war auch eine Kleinigkeit für euch drin, was wir dann auch unbedingt an den Mann bringen wollen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video.